Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in den Tag und zu dem Thema, es kann verschiedene Ursachen haben, aber in der Regel ist es so, dass auch oft, ich will niemandem was unterstellen, aber oft auch fehlende Mundhygiene einfach stattfindet. Wir wissen, dass wir im Mund extrem viele Bakterien haben. Der Mund an sich ist schmutziger als der After, weil der sich selbst reinigen kann. Der Mund ebenso nicht und dementsprechend ist fehlende Mundhygiene oft eine Ursache davon. Es kann aber auch eine Infektion sein, es kann vom Magen-Darm irgendwas kommen, dass da natürlich auch dementsprechend dann der Mundgeruch kommt. Vielleicht aber auch nur zu wenig Wasser trinken und dementsprechend würde ich das gerne mal abgeklärt wissen, ob du Magen-Darm-Probleme hast, also mit der Verdauung oder wie viel Wasser du auch trinkst und mehr. Und dann natürlich ganz klar, pauschal gesagt, kann man immer auch Öl ziehen. Zum Thema weißer Zungenbelag kann natürlich auch ein gewisser Pilz einfach vorherrschen, der dann mehr oder weniger Überhand nimmt und dementsprechend als natürliches Antipilz, Antibakterium würde ich auf Grapefruitkernextrakt zurückgreifen. Nicht nur in so einem Fall, sondern eigentlich habe ich das immer in der Haushaltsapotheke. Das heißt, habe ich mal irgendwie, ich habe mal leicht Kopf, ich habe mal leicht Nase oder ich habe mal vielleicht auch Magenprobleme, würde ich immer GKE zu Hause haben wollen und das dementsprechend gut dosiert einnehmen. Ich persönlich nehme das teilweise löffelweise. Und auch wenn Duftöl draufsteht, ist es für mich persönlich zur oralen Einnahme sehr, sehr gut. Kannst du hier abchecken. Eine Ferienwohnung hier in der Türkei kann wirklich unterschiedlich sein. Es kommt immer darauf an, was für ein Zeitraum, sprich wie viele Tage, Wochen oder sogar Langzeitmiete du machst. Und es gibt seit, ich glaube, Juli diesen Jahres das Gesetz, dass für Kurzzeitmiete in der Regel immer eine Lizenz von dem Vermieter quasi ausgehen muss. Das bedeutet, ein Vermieter darf nur für Kurzzeit vermieten, wenn er eine Lizenz hat. Die kostet so um die 10.000 Tele einmalig und dann kannst du auch Kurzzeit vermieten. Wenn du aber Langzeit vermietest, Beispiel bei einer Wohnung, die wir zum Beispiel haben, für ein Jahr, eine Jahresmiete wäre dann so grob bei 6.000 bis 6.500 Euro und dann im Monat runtergerechnet. Es kommt immer darauf an, welche Lage, welche Größe, Ausstattung, Zeitraum und dementsprechend muss man das individuell immer abklären. Sonnencreme, ganz, ganz wichtig für diejenigen, die sich natürlich vergiften wollen und die sich natürlich absolut was nicht Gutes tun wollen, die eventuell Bock haben, auf lange Sicht Krebs zu bekommen oder Leberversagen oder Hautproblematiken, kann ich auf jeden Fall Sonnencreme empfehlen. Ich persönlich habe auf das alles keinen Bock und dementsprechend nutze ich gar keine künstlich hergestellte Sonnencreme mit 1000 verschiedenen Inhaltsstoffen, mit 1000 verschiedenen Nebenwirkungen gefühlt. Teilweise wirklich drastisch, richtig heftig. Nein, danke. Der beste Sonnenschutz meiner Meinung nach ist, genug Sonnenpause zu machen. Das heißt, wenn du hier an den Strand kommst, geh immer wieder in den Schatten. Lass deine Haut Zeit, sich daran zu gewöhnen, gerade wenn du im Urlaub bist. Ich sehe es hier immer wieder, dass hier so viele Menschen, die Touristen, so krebsrot verbrannt sind, dass das auf jeden Fall nicht normal ist. Und dementsprechend meine Empfehlung, wenn es um schöne Haut auf jeden Fall auch geht und eine gepflegte Haut, gerade in den Sommerstunden und Sommertagen in der Türkei oder sonst wo du bist, auch in Deutschland kann man sich ja verbrennen, würde ich Schatten nutzen, aber von innen ganz klar, ganz sicher OPC, Vitamin C oder auch ein Kollagen, was einfach gesund für die Haut ist. Ja, da ist aber OPC wirklich ein Geheimtrick, ein Geheimprodukt, ein Geheimnährstoff sozusagen und aber auch ganz klar für außen, damit die Haut auch schön geschmeidig ist und gepflegt ist, so wie viele das einfach wollen. Da würde ich mir keine irgendwie künstlich hergestellte Gesichtscreme wieder kaufen mit Dutzenden von Inhaltsstoffen. Nein, sondern das, was ich auch essen kann. Nur das schmiere ich mir auf die Haut. Und das ist zum Beispiel ein Karottenöl, ein Himbeersamenöl oder auch zum Beispiel ein Kokosöl. Eine sehr interessante Frage. Letztendlich benötigen wir 47 essentielle Nährstoffe in unserem Körper. Man kann jetzt nicht sagen, Produkt A ist nur für Zähne, Produkt B ist nur für
den Darm etc. Es spielt immer alles ganzheitlich eine Rolle. Aber für starke Knochen, ganz klar, was man kennt und wie man die Knochen stärkt und auch langwierig stabil hält, ist Vitamin D, K2 und Magnesium. Und das sollte man meiner Meinung nach für starke Knochen, die ich haben will, bis ins hohe Alter einnehmen. Und ich rate da ab, aber von Kombipräparaten, weil wir im Körper verschiedene Vitamin D und K2-Spiegel auch haben und dementsprechend einzeln besser dosieren kann. Deswegen bieten wir das von iTransform genauso an. Hier zum Set, beziehungsweise auch hier zum Shop. Kommt drauf an, was du unter lohnenswert hier in der Türkei siehst. Für mich persönlich definitiv ist die Türkei ein richtig schönes Urlaubsland, aber auch ein Land, wo ich mir vorstellen kann, auf lange Sicht zu leben bzw. auch zu pendeln. Wir selber sind seit über 3 Jahren nun in der Türkei, aber ganz klar kann ich mir vorstellen, wie ich es gerade gesagt habe, auch mal zu pendeln. Das bedeutet, diese gewisse Flexibilität zu haben, weil man ja auch ohne Aufenthaltstitel einfach 6 Monate im Jahr hier bleiben kann. Das bedeutet einfach, man kann beispielsweise 6 Monate in Deutschland sein oder 5 Monate, 3 Monate danach in die Türkei, danach gehst du 3 Monate nochmal woanders hin und danach kommst du wieder in die Türkei und dann wieder nach Deutschland oder so, wie du eben möchtest. Viele arbeiten da mit einem Art 3-Ländereck und sind da dementsprechend dann auch flexibel, was auch gezielt die Steuerfreiheit angeht. Aber wenn du sagst, zum Auswandern Türkei, doch, wenn auch die Finanzen passen, sehr gut. Und ob du jetzt Einsteiger bist oder nicht, das interessiert deinen Körper nicht. Wir brauchen die 47 essentiellen Nährstoffe und der Körper kann natürlich sehr viel auch durch die Ernährung noch aufnehmen, gerade so Spurenelemente. Nichtsdestotrotz, wie zuvor auch, Vitamin D, K2, Magnesium, absolute Basis. Wenn du aber nochmal mehr abgedeckt haben möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall unser Einsteiger-Set empfehlen. Findest du auch hier, einfach draufklicken, schau dich um und dort hast du dann nochmal zusätzlich OPC dabei oder auch Vitamin C als Immunbooster. Ganz klar, wir wissen, es geht anscheinend wieder los und natürlich, auch wenn wir wissen, dass das, was geplant ist, höchstwahrscheinlich nicht ganz korrekt sein wird, wird es sich im Außen bemerkbar machen und es wird Menschen gesundheitlich treffen. Und dementsprechend sollte man sich auch hier stärken. Also pauschal muss ich dazu sagen, ich warne zur Vorsicht. Es gibt so viele verschiedene Kryptowährungen. Ich rede von weitaus mehr als 1 Million verschiedene Kryptowährungen. Und du kannst davon ausgehen, dass 99,9% höchstwahrscheinlich einfach nur Betrug und Scam ist. Glaub mir, ich habe leider auch schon schlechte Erfahrungen machen dürfen in dem Fall, wo ich mir denke, scheiße, hätte man sich auch sparen können. Deswegen investiere ich auf jeden Fall in nicht Müllcoins, in kleine Coins, die nur 100.000 Mark Kapitalisierung haben. Wenn ich investieren würde, heutzutage würde ich nur in die Top 100, wenn überhaupt, reingehen und eventuell nur mit ein bisschen Spielgeld in ganz kleine Projekte. Und nochmal eine andere Warnung, gebe niemandem dein Geld, weil er sagt, er wird es dir vermehren. Das wird zu 99,9% ebenfalls Scam sein. Letztendlich kannst du ganz einfach auf coinmarketcap.com gehen und dort kannst du dann einfach die Kryptowährungen anschauen. Und dort kannst du auch die Top 100 einmal anschauen. Und wenn du möglichst gar kein Risiko eingehen möchtest, kannst du auch nur in die Top 10 oder Top 20 reingehen. Wobei ich sagen muss, dass das auch natürlich immer wieder schwankt. Und jetzt aktuell werden wir uns in einem Zyklus befinden. Ich hoffe, dass es auch so ist, wie viele es auch oder einige auch sagen, dieser 4-Jahres-Zyklus, dass wir aktuell in einem Bullenmarkt sind, aber der Bullrun noch nicht gestartet hat. Wir werden im September die ersten Leitzinssenkungen höchstwahrscheinlich sehen und dementsprechend hoffentlich natürlich dementsprechend auch, dass mehr Geld gedruckt werden kann, mehr Geld somit auch in die Märkte gehen und dementsprechend die Kurse nach oben steigen, vor allem explodieren. Mache aber nicht den Fehler, so wie ich damals, alles halten. Nein, man muss Gewinne auch realisieren können. Und wenn dir so eine Fragerunde hier auch Spaß gemacht hat, auf YouTube zu schauen, lass es mich wissen, stelle deine Frage, damit ich auch hier auf deine Fragen gezielt drauf eingehen kann. Ich freue mich auf das nächste Video. Dein Markus aus Alanya.